Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Neue Folge von Peters Krieg, Teil 7. Und ich würde mal so sagen, in der Normandie ist immer noch ordentlich was los. Wenn man sich mit dieser ganzen Geschichte des Kampfes in der Normandie auseinandersetzt, dann war das ja wirklich ein ganz schweres Ringen, vor allen Dingen auch für die alliierten Verbände, die da einfach nicht vorankamen, was tatsächlich daran lag, dass die Truppen, die dort in den Kampf geworfen wurden, nur in Teilen wirklich kampferprobt waren und die gegen, ich sag mal, hartgesottene, in mehreren Jahren Ostfeldzug gestählte Truppen antreten mussten, die, ja, ich sag mal, sehr schlachtenerprobt waren. Und das macht natürlich den Unterschied. Irgendwann siegt natürlich Materialmasse über Klasse. So ist das ja in jedem Krieg und deswegen kennen wir das Ende ja sowieso schon. Es bleibt aber trotzdem spannend, was Peter und Rudolf da erleben. Und das bringt mich kurz nochmal wieder zu Rudolf. Wer jetzt momentan die Ukraine-Krise verfolgt, und ich habe ja schon tausendmal gesagt, ich werde mich dazu nicht äußern, will aber kurz den Bogen schlagen, dass man sehr viele Namen und Ortschaften wieder erkennt, die wir auch im Ostfront-Tagebuch gehört haben, beziehungsweise die in Karten abgebildet waren. Also irgendwie wiederholt sich das schon und immer wenn man die Orte hört, denkt man, Mensch, da war ich doch mit Rudolf auch schon. Die Geschichte wiederholt sich ja irgendwie immer. Ne? Das aber nur dazu. Auch der Hörbuchanteil von Rudolf wird also wirklich viel geklickt und runtergeladen, finde ich ganz toll, freue ich mich sehr drüber, auch wenn es technisch immer nicht so funktioniert und auch mal einen Tag dauert, aber das hatte ich euch ja letztes Mal schon gesagt. Das ist eben so, wie es ist. Lange genug geredet. Jetzt geht's los mit Peter und Rudolf an die Normandiefront und das wird wieder ein hartes Ringen heute, aber lasst euch überraschen, wir steigen ein und los geht's. Es ist wieder früh am Morgen und die Nachrichten sind schlecht. Wir müssen unsere Stellung räumen, denn die Alliierten werfen so viele Bomben auf die deutschen Stellungen, dass wir Mühe haben, die Frontlinie zu halten. Also ziehen wir uns taktisch ein paar Kilometer zurück und warten ab, wo der Gegner durchbricht. Die Grenadiere bleiben in ihren Löchern und nur ein Jagdpanzer verbleibt in der Stellung. Wir machen uns daran, unsere 7 Sachen zu packen, damit wir, sobald der Marschbefehl kommt, schleunigst zurückverlegen können. Ein Oberfeldwebel der Panzerjäger kommt zu mir und fragt aufgeregt, ob er sich Personal leihen könnte. Ich meinte nur, dass ich keinen Mann über habe. Er soll jetzt die Stellung halten und ihm fehlt ein Mann im Fahrzeug. Einen Ladeschützen bräuchte er. Nun ja, der Zugführer muss das entscheiden. Kurz darauf kommt er wieder und meldet, dass ich einen Mann abgeben muss. Nun, das ist ja ein Ding. Wir verlegen zurück und nun soll ich noch Leute hier lassen? Was denn, wenn der Feind nachstößt? Soll ich selber laden oder wie stellt sich der Zugführer das vor? Nun gut, Befehl ist Befehl. Ich rufe Rudolf heran und gebe die Lage bekannt. Ich sehe keine Regung in seinem Gesicht. Er nickt nur. Ich sage ihm noch, keine Heldentaten, du sollst nur aushelfen. Er nickt nochmal, sagt nichts und schnappt sich sein Hab und Gut und geht mit zu dem Jäger. Ich frage den Oberfeldwebel noch, wie lange er hier bleiben soll. Bis Sonnenuntergang, erklärt er mir, dann würde er so schnell wie möglich nachkommen. Also ein Packriegel aus einem Jagdpanzer, das ist nicht gerade viel. Aber möglicherweise bleibt es hier ruhig. Wir rücken ab und verlegen langsam, aber stetig Richtung Hinterland. In einem Waldstück bei einem Försterhaus ziehen wir unter. Helmuts Arm sieht nicht gut aus. Der Sani hat es jetzt genäht, aber man merkt, dass es schlimmer ist, als es den Anschein hat. Meinen Richtschützen kann ich nicht auch noch abgeben. Nachdem alles verstaut ist und wir etwas Erholung haben, wird an einem kleinen Bach die große Wäsche erledigt. Hier scheint alles ruhig und wir können den Tag entspannen. Am Abend kommt Leben in die Bude. Die SPW und die Jagdpanzer kommen alle zurück. Sieht schon komisch aus, der Jagdpanzer. Aber wo der hinlangt, wir haben ja gesehen, was er mit den Briten gemacht hat. Ich war froh, dass Rudolf wieder da war. Er klettert aus dem Jäger und kam mit rauchgeschwärztem Gesicht zu uns rüber. Helmut meinte gleich, ob er nicht mal in den Bach springen wolle. Nein, erst mal einen Schluck aus dem Geheimvorrat und dann würde es schon gehen.
Der Oberfeldwebel des Jägers kam zu mir und bedankte sich nochmals für die personelle Unterstützung. Nun ja, einen guten Ladeschützen kann man immer gebrauchen, sagte ich nur. Der Oberfeld lachte, gab Rudolf die Hand, dazu eine Packung Zigaretten und ging. Warum er gelacht hat, wusste ich nicht. Vielleicht hat Rudolf was ausgefressen. Und dann erzählte er. Also ihr wart gerade eine gute Stunde weg und wir saßen im Jäger. Da kam die Meldung über feindliche Aufklärer, wohl Radfahrzeuge, die im Anmarsch wären. Ich wollte mich nicht nach vorne drängeln und wartete auf Befehle. Der Kommandant fragte mich dann, wo ich schon gewesen bin und warum mein Gesicht so zerschunden wäre. Ich berichtete, dass ich fast 3 Jahre Richtschütze war und nun vorerst als Ladeschütze eingesetzt werde. Er horchte auf und meinte, dass ein Richtschütze noch kein Gefecht mitgemacht hat und arg nervös wäre. Kurzerhand wurde ich an die Optik gesetzt. Ich gab noch den Hinweis, dass meine Augen noch nicht bei 100% waren. Egal, meint der Oberfeldwebel, hier sind die Entfernungen nicht so groß wie in Russland. Der Richtschütze, Egon war sein Name, war heilfroh, jetzt auf die andere Seite zu wechseln. Schnell hatte ich meine Hände auf den Justierrädern abgelegt, richtete kurz aus, stellte mir den Sitz noch ein und fertig war ich. Nach 20 Minuten meldeten die Grenadiere einen Spähwagen, der in 700 Meter Entfernung aus einem kleinen Gehöft herausfuhr. Der war aber nicht schnell unterwegs. Tatsächlich hielt er an und die suchten das Gebiet ab. Entweder hatten die Nerven aus Stahl oder die wissen nicht, dass wir noch hier sind. Abwarten, meinte der Kommandant. Ich hatte den Wagen voll im Zielstachel. Der Feuerbefehl kam und schon flog das Geschoss los. Kurz darauf hämmerte es in den Boden genau neben dem Fahrzeug. Verdammt, die Kanone zieht etwas nach rechts. Der alte Richtschütze hatte schon die nächste Granate geladen und das feindliche Fahrzeug fuhr an. Ich richtete mit den neuen Zielangaben nach, Feuerbefehl war gegeben und schon schlug das Geschoss in den Spähwagen ein und zerriss ihn in 2 Teile. Oha, dachte ich, da kommen sicher noch mehr. Zum Glück hatten wir keine Mündungsbremse am Rohr, so konnte auch kein Staub aufgewirbelt und die Stellung verraten werden. Der Spähwagen war hin und brannte aus. Die nächste Granate war schon geladen. Es dauerte nicht lange und man konnte Infanterie an der Baumreihe erkennen. Der Kommandant meldete es und wir hofften auf die Artillerie, die den Bereich bestreichen sollte. Aber nichts da, keine Ari zu hören. Nur Panzermotoren wurden lauter und dann war wieder Stille. Keine Bewegung mehr. Die machen wohl erstmal Mittagsstunde, meinte der Fahrer. Ich traute dem Braten nicht. Nach einer Stunde kamen wieder ein paar Jagdbomber angeflogen und schossen wild in die Baumreihen links und rechts neben uns. Nur, dass dort niemand war. Die hatten uns also nicht gesehen. Es möge ein paar Stunden vergangen sein und nun kam doch Leben in die Bude. Wir hatten zwischendurch ein paar Happen gegessen und was getrunken, sind aber nicht aus dem Jäger herausgekommen. Nun drückte es aber und ich musste eigentlich mal dringend verschwinden. Keine Chance, die Briten kommen. Schnell nahm ich eine leere Konservendose und erleichterte mich. Schon schoben sich 2 Panzer, ich erkannte diese als schwere Churchill-Panzer, aus dem Knick heraus und rollten vor. Das waren schon Brocken, aber auch zu knacken. Mein Ziel war der linke zuerst, da war auch ein kleiner Wimpel zu erkennen, also ein Führungsfahrzeug. Ich hatte Feuerfreigabe und sollte nach eigenem Ermessen schießen. Na dann mal los. Granate war geladen und ich zielte mit den entsprechenden Abweichungen auf den Kranz zwischen Turm und Wanne. Ich schoss und die glühende Granate schlug voll auf die Turmfront. Der rollte weiter. Noch tiefer zielen, 2. Schuss geladen und dieses glühende Stück Eisen grub sich in den Bauch des Feindpanzers. Der stand sofort, die Luken flogen auf und Rauch und Flammen schlugen aus dem Inneren. Zielwechsel. Wir mussten den Panzer nicht drehen, das schaffte der Richtwinkel noch so. Kanone war klar und geladen. Ich zielte und traf den 2. voll auf die linke Kette. Der drehte sich aber nicht so weit, dass er mir die Seite zeigen würde. Der stand nun im Winkel zu uns und bot kein gutes Ziel. 1 Schuss noch, dann hauen wir ab, sagte der Kommandant. Ich nahm mir Zeit, zielte sorgfältig und auch hier traf ich den Churchill noch ein weiteres Mal. Auch der stand. Der Turm drehte sich nicht mehr, aber es stieg auch keiner aus. Wir hatten unseren Teil getan, Rückwärtsgang und raus aus der Stellung. Die kommen erstmal nicht wieder. Wir rauschten los und gingen 3 Kilometer weiter rückwärts in die Wechselstellung. Dort warteten wir auf die Infanterie und als die Männer auch endlich bei uns waren, wurde neben uns ein Riegel mit Packgeschützen aufgebaut. Ich hatte mittlerweile meine Konservendose vergessen und natürlich war diese umgekippt. Das fanden die anderen nicht so gut, aber die Freude über den erfolgreich abgewehrten Angriff, die beiden Abschüsse und die 9 Ringe an der Kanone wogen dadurch höher. Aber es stank wirklich im Panzer. Ja, das war schon die ganze Geschichte, meinte Rudolf. Genug geredet, er hatte Hunger. Helmut sah Rudolf an und strahlte. 2 Abschüsse und dann noch im Jagdpanzer, Hut ab.
Scheinbar sind deine Augen gar nicht so schlecht, wie die Ärzte denken. Oder ich habe einfach Glück gehabt, meinte Rudolf. Ich grinste in mich hinein und war froh, dass alles geklappt hatte. Am Abend war noch eine Lagebesprechung mit den Zugführern und ich ließ mich mit einem Beiwagen-Cut hinfahren. Natürlich war die feindliche Nachtschicht auch hier unterwegs und aus den 10 Kilometern Wegstrecke wurden 45 Minuten mit Fliegerdeckung und Abkürzung durch Waldstücke. Die Besprechung war ernüchternd. Hohe Verluste an Mensch und Material. Panzerausfälle, die nicht instand gesetzt werden konnten und dann beim Rückzug gesprengt wurden. Dauernde Angriffe auf die Versorgungsteile, schwieriger Abtransport der Verwundeten. Es war zum Verzweifeln. Aber es gab auch Lichtblicke. Die Nachbardivision kämpfte hart und unerbittlich gegen die Angloamerikaner. Die SS-Divisionen ließen sich nicht zur Seite schieben und hielten ihre Position auch gegen den stärksten Feinddruck. Es gab Abschnitte, wo die Alliierten 5 bis 6 Mal angriffen und trotzdem nicht durchkamen. Dann kam die feindliche Luftwaffe, wo es ging, noch Artillerie drauf und beim nächsten Angriff kamen sie trotzdem nicht durch. Da standen Männer, die im jahrelangen Feuer der Roten Armee gestählt worden waren und sich von nichts, aber auch von gar nichts beeindrucken ließen. Aber wehe, wenn dieser Damm irgendwo bricht. Dann müssen wir alle den Rückwärtsgang einlegen. Es war dunkel, als ich mit dem Fahrer zurückkam. Helmut ging es schlecht und ich meinte nur, wenn es morgen nicht besser würde, dann müsste er erstmal ins Revier. Hier waren wir erstmal sicher und die Nacht würde hoffentlich ruhig verlaufen. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf und träumte von der Heimat. Den hübschen Mädchen dort und dass wir irgendwann all diesen Wahnsinn hinter uns lassen würden.